Hallo Frechdachs. Na? Komm mal her. Tock, 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 tock. Das hatte ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Komm mal her. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei uns im Garten-Gemüsekiosk. Willkommen zu diesem Gartenrundgang jetzt im Dezember. Wir haben heute ein Wetter erwischt, da können wir draußen noch eine Runde drehen. Wir schauen zusammen auch mal in die Gewächshäuser rein, wie es da ausschaut. Und heute zeigen wir euch nochmal unsere Hühner. Ich wünsche euch viel Spaß. Hier seht ihr schon die ersten unserer Federfreunde. Das sind Puten, Kröllwitzer Puten, da haben wir 4 Stück von. Und hier derjenige, der sich so besonders schön zeigt im Federkleid, das ist unser Daniel. Und ihr seht auch direkt so sein Einhorn, das ist so recht lang. Das soll einfach Feinden zeigen, dass er einen riesig langen roten Schnabel hat, also dass er sehr gefährlich ist. Und jetzt möchte er gerade seine Freundin, seine Frau, die Ute, beeindrucken und ihr imponieren. Und dann zeigt er sein schönes Federkleid. Die anderen beiden Mädels sind noch ein bisschen jünger, kleiner von diesem Jahr. Die können auch noch fliegen. Das heißt, sie sind zwischendurch hier immer unterwegs. Die finden aber auch den Weg wieder zurück. Nächstes Jahr werden sie größer und schwerer sein. Dann schaffen die es nicht mehr, über den Zaun zu fliegen. Der eigentliche Sinn, warum wir die hier haben, ist die Greifvogelabwehr. Und wenn sie in der Nähe von den Hühnern sind, dann klappt das ganz gut. Die gucken nämlich immer fleißig nach oben, ob da Vögel unterwegs sind. Die schlagen Alarm, sodass sich alle schnell verstecken können. Bei dem weitläufigen Gebiet muss man natürlich ein bisschen schauen. Wenn die Hühner in der einen Ecke sind und die Puten in der anderen, funktioniert das natürlich nicht so gut. Deswegen müssen wir mal schauen, dass die zusammen sind. Und dann kam jetzt öfters die Frage, wie macht ihr das denn mit den ganzen Hähnen? Ihr habt ja bei uns in den Videos auch gesehen, wir hatten Küken. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Hier neben mir steht der Frechdachs. Das ist einer von unseren 3 Hähnen, die wir dieses Jahr hatten. Wir hatten Bruteier von Brahma. Einer der 3, der ist zu einer Freundin gegangen, die hat sich da sehr darüber gefreut. Die hat eine andere Brahma-Linie und kann die dann schön kreuzen. Und 2, also hier der Frechdachs und der Gold, die sind bei uns geblieben. Und wenn die sich weiterhin gut verstehen, dann bleiben die auch bei uns. Wichtig ist, wenn ihr Nachwuchs haben möchtet, wenn ihr gerne Küken im Garten haben möchtet, dann würde ich euch empfehlen, vielleicht zu schauen, dass ihr eine besondere, eine alte Rasse nehmt. Da kann man ganz super auch Bruteier bekommen. Denn man muss von vornherein sich überlegen, was machen wir denn dann mit den Hähnen? Also wir hatten von den ausgeschlüpften Hühnern hatten wir 3 Hähne und 4 Mädels. Wie gesagt, die 2 dürfen jetzt bleiben. Aber so eine Rasse, die etwas älter ist, seltener ist, da bekommt man so einen Hahn besser vermittelt, als wenn es jetzt so ein 0815 Hahn ist. Ihr müsst euch also im Vorhinein überlegen, was mache ich denn dann mit den Hähnen? Also diese Verantwortung muss man schon tragen, da muss man sich im Vorfeld Gedanken machen. Und dann ist das natürlich eine ganz schöne Geschichte. Auch für die Hühner, also unsere Hühner, die dann selber ausbrüten, die dann Mama sind, die mitlaufen und sich kümmern, das ist schon ganz schön. Gerade hier bei den Brahma-Hühnern war das so, die Mamas, das waren die Zwergschabus, also die sind ungefähr so groß und dann wurden ihre Kids ganz, ganz groß. Wie man das jetzt sehen kann, der ist auch noch nicht ausgewachsen. Also die werden noch eine ganze Ecke größer und Brahma ist eine ganz schöne Rasse, die ist bekannt als alte Zwei-Nutzungsrasse. Und vor allen Dingen sind die sehr zahm und sehr lieb und sehr ruhig. Die legen nicht so viel Eier, aber es ist eine sehr, sehr entspannte Rasse. Die kann ich euch empfehlen. Aber da gibt es ganz viele mehr. Vertieft euch da einfach mal und guckt mal, welche Rassen da vielleicht auch für euch interessant sind. Und hier seht ihr eine eigenständige Truppe, könnte man schon sagen. Vorne das Schwarze, das ist unser Hahn Karlchen, ein Seidenhahn. Und dahinter haben wir die porzellanfarbigen Zwerghühner, die Schabus. Das sind übrigens die Mamas von den Brahma. Also 2 davon haben die Brahma-Eier ausgebrütet. Sehr niedlich. Und jetzt sind sie eine eigene Familie geworden, kann man sagen. Karlchen ist auch mal ganz fleißig und meldet sich und ruft sie, wenn er meint, was Leckeres zu essen gefunden zu haben. Schön bei so einer bunten Hühnerschar, die eng verbunden mit dem Mensch lebt, ist natürlich, dass sie auch mit der Zeit zahm werden. Und je mehr Zeit man mit ihnen verbringt, desto zahmer sind sie auch. Meine Tochter ist viel mit denen unterwegs und die hören auch auf sie, die kommen und die mögen total gerne Rosinchen. Damit lassen die sich auch die ein oder anderen Tricks beibringen. So Hühner zu Hause zu haben, vielleicht nicht allzu viele, ist auch super schön, es tut gut. Man hat eine enge Verbindung mit der Zeit. Sie legen auch Eier, ja genau, die werden bei uns auch gegessen. Möchtest du? Dock, dock, dock. Traust du dich? Ja, ich sehe anders aus. Na komm, wir kennen uns auch. Komm, Emily. Tack. Genau. Und schön ist, wenn die natürlich auch alle Namen haben. Na, wer traut sich von euch Großen? Es tut einfach gut, mit den Tieren zusammen zu sein.
Macht Spaß, ihr kennt das sicherlich von euch auch. Hey Lotti, komm mal her. Das ist eins unserer ältesten Hühnerdamen hier, die gepunktete. Das war eins unserer ersten Hühner auch. Und die ist mittlerweile über 12. Komm mal her. Ja, jetzt traust du dich nicht, ne? Ja, gibt's nachher noch mal was. Also Hühner zu Hause, eine richtig schöne Geschichte. Wichtig ist, wenn ihr so eine Hühnerschar zusammenstellt, entweder komplett bunt oder wirklich eine oder maximal 2 Rassen, denn die tun sich zusammen. Wenn man also jetzt, sag ich mal, eine Sorte hat, eine Rasse hat und dann vielleicht 1 oder 2 von einer anderen Sorte dazu gesellt, das funktioniert erfahrungsgemäß nicht so gut. Also was ich euch empfehlen kann, ist eine bunte Mischung. Und es müssen auch gar nicht so viele sein. Und man muss auch gar nicht unbedingt einen Hahn dabei haben. Wenn ihr zum Beispiel 3, 4 Hühner zu Hause halten könnt, das funktioniert auch sehr gut. Erst mal gucken, was es ist. Ne? Die kennst du doch. Komm hopp, hopp, komm hopp, trau dich. Komm hopp. Es ist auf jeden Fall sehr schön, seine Zeit mit den Tieren, auch mit den Hühnern zu verbringen. Das gibt uns Menschen auch unheimlich viel. Die Hühner sind natürlich auch eine Verantwortung, da muss man sich drum kümmern. Wichtig ist auch der Lebensraum, die verstecken sich ja sehr gerne. Das seht ihr jetzt hinter uns, die offene Wiese, die offene Fläche. Da sind sie nicht ganz so viel zu sehen, denn sie können sich dann nicht so gut verstecken. Wir haben schon fleißig gepflanzt, das heißt, in der nächsten Saison sieht das wieder anders aus. Hier vorne haben wir jetzt Holunder, Johannisbeeren stehen. Und sobald die belaubt sind, da verstecken die sich auch eben sehr gern. Das ist total wichtig. Für euch geht es jetzt weiter, für uns auch. Wir schauen im Garten in die Gewächshäuser und gucken uns mal ein paar schöne Impressionen an. Die Hühner im Garten haben jetzt eine ganz wichtige Aufgabe, denn die räumen hier auf. Die scharren in den Beeten, die fressen Schneckeneier, die vertilgen Schädlinge. Also die sind wirklich wichtig jetzt im Winter. Die minimieren den Schneckendruck fürs nächste Jahr auf jeden Fall gewaltig. Und das mit den Jahren kann ich euch nur empfehlen. Und ihr seht schon, hier neben mir ist es eingezäunt. Im Zaun hier drin haben wir, ihr seht es schon, den Palmkohl und auch den Rosenkohl. Denn wir wollen nicht, dass die Hühner und auch vor allen Dingen die Puten, die essen das nämlich super gerne, hier rumräubern. Das ist ja das, was wir im Winter jetzt hier auf jeden Fall noch ernten möchten und was wir von den Hühnern abtrennen. Also die Puten sind tatsächlich zur Abwehr, Greifvogelabwehr, zum Aufpassen gedacht. Und die Hühner haben wir, dass sie uns bei der Gartenarbeit unterstützen und die Schnecken ein bisschen mehr im Schach halten. Ihr habt gesehen, es tut auch gut, es tut uns und der Seele und der Psyche gut, mit den Tieren zusammenzuleben. Ist schön, das Leben auf dem Hof. Und sie machen ihre Arbeit jetzt gut. Wir haben sie jetzt hier überall freilaufen. Und wie gesagt, die wichtigen Bereiche ausgesperrt. So funktioniert das ganz gut. Wir sind in den Beeten angekommen und ich habe euch ja letztens vom Zuckerhut erzählt und wir haben bewusst ein paar stehen lassen, weil wir gucken wollten, wie funktioniert das mit dem Frost, ist er wirklich frostfest oder nicht. Ein paar sind so ein bisschen weggefault, aber das größere Problem ist eigentlich eher so die Wühlmaus und unsere Federfreunde, die Puten, haben den Zuckerhut jetzt auch entdeckt und finden den auch sehr schmackhaft. Also sie sind ordentlich am Zupfen. Das heißt für uns jetzt, wir ernten die letzten Köpfe ab und dann können wir die auch noch kühl eine Weile lagern. Ich esse ihn wirklich sehr, sehr gerne. Also gerade so als Ofengemüse oder gegart mit den entsprechenden Kräutern, Salz und Öl schmeckt der richtig gut. Also das Saatgut vom Zuckerhut findet ihr jetzt gerade auch aktuell in unserem Bio-Saatgutkalender für 2025. Vielleicht sucht ihr noch das optimale Weihnachtsgeschenk für einen gartenbegeisterten Menschen. Dann schaut gerne bei uns im Kiosk nach. Wir versenden bis Weihnachten. Wir geben noch richtig, richtig Gas. Und wenn ihr sonst auch noch Weihnachtsgeschenke sucht, schaut gerne bei uns im Kiosk nach. Das sind alles ganz tolle Sachen, die wir ausgesucht haben, die wir euch anbieten können. Und ich danke euch für jeden Einkauf und für jede Unterstützung. Aber wir haben nicht nur so einen tollen Zuckerhut jetzt hier im Garten. Ich habe mir schon eine Kiste geholt. Wir ernten uns jetzt noch ein bisschen durch und gleich wird die Kiste richtig bunt. Den nehme ich auch noch mit. Wir sind ein bisschen weiter gegangen in einer anderen Gemüsereihe und hier haben wir Chinakohl stehen. Chinakohl haben wir weitestgehend eigentlich schon abgeerntet, bis auf ein paar Exemplare. Da wollten wir auch gucken, wie funktioniert das mit dem Frost. Die sind nämlich auch so bedingt frosthart wie der Zuckerhut auch. Es sind aber nicht viele, die hier noch stehen. Und ihr seht es schon, der ist hier oben schon ordentlich angefressen. Die Puten mögen nicht nur Zuckerhut, die mögen auch den Chinakohl. Das heißt, für uns die letzten Exemplare holen wir jetzt vom Beet noch runter.
Eine Sache, die ich eben noch vergessen habe. Wenn ihr ein wirklich absolutes Last-Minute-Geschenk sucht, wir haben bei uns im Kiosk jetzt endlich, lange hat es gedauert, Gutscheine. Und die sind digital. Das heißt, die sind schwupps direkt nach dem Einkauf bei euch im Postfach. Also da könnt ihr wirklich auch den letzten Drücker für Gartenfreunde, Gemüsebegeisterte noch ein richtig schönes Geschenk bekommen. Genau. Ich verlinke euch das direkt unter dem Video in der Beschreibung, dann findet ihr das ganz schnell. Und wir gehen weiter, was wir noch für Schätze hier im Gemüsegarten finden. Hier seht ihr jetzt noch Herbstsalate, die restlichen. Wir haben hier 2 Radicchio-Köpfchen. Ich schneide jetzt das Herz raus. Und die Außenblätter, die lassen wir natürlich hier liegen für unsere Federfreunde. Denn das ist natürlich auch gesund. Also wir wollen ja auch, dass die einen möglichst bunten, schön oder? einen möglichst bunten Speiseplan haben und auch so frisches Futter dabei haben. Deswegen bleibt es hier. Den nehmen wir auch noch mit. Der ist nicht ganz so groß, aber da ist noch was mitzumachen in der Küche. Blätter, die ich sowieso rausnehme, wenn ich weiß, der wird recht zügig zubereitet, die lasse ich dann eben hier direkt liegen. Schaut mal, ihr Lieben, die Geduld hat sich gelohnt. Wir haben den Blumenkohl spät schon fast vergessen, sagten, ach herrje, ob das noch was wird. Aber der ist noch gewachsen. Jetzt wird es natürlich richtig kalt, das heißt, er wird nicht mehr großartig weiter wachsen. Wir ernten ab. Wir zeigen euch jetzt auch gleich alle, die wir noch ernten. Und wie schön ist das, wenn man sich mit Gemüse selber versorgen möchte, mit den richtigen Sorten, die auch hierzulande gut funktionieren, die angepasst sind, kann man sich das ganze Jahr über oder weitestgehend selbst versorgen. Gewusst wie. Schaut mal, es ist jetzt nicht das Supermarktgemüse, hier sind ein paar Fleckchen dran, aber wisst ihr was, das ist mir total egal. Ich weiß, wie lecker der schmeckt, ich weiß, wie der gewachsen ist, da steckt so viel Liebe drin. Ein paar haben wir hier noch stehen, die zeigen wir euch auch und da besprechen wir vielleicht auch nochmal das ein oder andere Problemchen. Wir ernten jetzt erstmal alle ab, denn es wird kälter. Mitte Dezember und wir ernten eigenen Blumenkohl aus dem Freiland. Das macht schon richtig Freude. Und ihr seht hier, die Ausbeute ist nicht riesig, die ist nicht perfekt, aber sie macht mich trotzdem glücklich. Wenn wir hier so einen Blumenkohlkopf haben, übrigens die kleinen grünen Blätter können wir auch gut mitessen, und wir haben hier so Stellen, die nicht so schön sind, ich schneide die einfach weg. Im Frühjahr, wenn ich den frühen Blumenkohl habe, dann dämpfe ich den schon mal im Ganzen eher. Beim späten mache ich das seltener, es sei denn, der ist wirklich tadellos. Ansonsten nehme ich das alles auseinander in die kleinen Röschen. Da kann ich wirklich durchgucken, selektieren und habe einen wunderbaren Blumenkohl. Aber wenn wir uns den kleinen hier anschauen, ja, der ist klein, aber der ist sehr, sehr hübsch. Der wird im Ganzen gegart und das ist eine richtig große Freude. Gerade auch für die Kinder kann man so wegsnacken, das ist wunderbar. Das klappt mit den richtigen Aussaatzeitpunkten, mit den Pflanzzeitpunkten und vor allen Dingen mit den richtigen Sorten. Ihr habt es bei uns vielleicht schon gemerkt, wir haben Blumenkohl früh, wir haben Blumenkohl spät, das Ganze auch für Würsing früh und spät. Das ist auch demnächst bei Spinat und bei Fenchel haben wir das auch. Also es gibt so einige Gemüsesorten, da macht es Sinn, die speziellen Sorten zu haben, die dann eben auch in die
Klimabedingungen von der jeweiligen Jahreszeit angepasst sind, dann kann man nämlich richtig gut ernten. Es lohnt sich also. Ich freue mich total. Ich freue mich auch sehr, wenn wir diesen Blumenkohl zubereiten und essen wir als Familie sehr gern. Und ihr wisst ja, Blumenkohl ist von wem das Lieblingsgemüse? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Dann verlose ich ein Tütchen Blumenkohl früh und ein Blumenkohl Spättütchen. Von wem ist das Lieblingsgemüse bei uns? Wisst ihr es? Hier im kleinen Gemüsegarten haben wir noch eine Reihe mit Grünzeug stehen. Ihr erkennt es schon, das ist Spinat. Ganz hinten im Bereich, da war ich letztens mit der Schere im Dunkeln, abends draußen, seine Oma wollte unbedingt noch Spinat haben. Ich hoffe, sie hat demnächst noch Lust und Zeit, auch den weiteren Spinat zu verarbeiten. Schmeckt köstlich. Wir essen Spinat auch gerne auf Pizza oder zum Beispiel mit Nudeln zusammen, schmeckt es auch gut. Kann man natürlich aber auch schön haltbar machen und dann im Froster lagern, bis man ihn eben braucht. Also ich bin da sehr, sehr erfreut und auch sehr erfreut, dass die Oma da ist und mit anpackt. Das ist schon schön, wenn alle zusammen an einem Strang ziehen. Wir sind weitergegangen und sind jetzt im Geodom, also in dem Iglu, in der Kuppel, die wir seit diesem Jahr hier auf dem Hof haben. Ihr seht hier in der Mitte, wo die Tomaten standen und ganz hoch gewachsen sind, haben wir jetzt Salat für den Winter. Ihr seht hier, es wächst, es wird immer mehr, es wird ein grüner Teppich. Das ist Feldsalat und ich liebe es, wenn ich im Winter rausgehen kann und mit der Schere den einfach ernte und dann wächst er eben auch weiter. In der Mitte die 4, da haben wir Wintersalat gesetzt, auch recht früh im Vergleich zu dem Außenbereich. Den haben wir auch bepflanzt, etwas später reingesetzt. Da sind die Wintersalate noch ein bisschen kleiner, die können noch weiter wachsen. Auch haben wir dann noch die Petersilie einfach kurz geschnitten, dass sie weiter wachsen kann hier. Und eben auch noch diverse Asiasalate und Postelein da stehen. Eine schöne bunte Mischung. So kann der Winter kommen und wir haben frisches Grünzeug. Und ich muss sagen, hier im Geodom ist es wirklich schön. Wenn ich jetzt nicht so einen großen Bedarf an Gemüse hätte, dann würde ich hier, glaube ich, in diesem Lichtraum einfach Gartenmöbel hinstellen und zwischenzeitlich hier ja, das schöne Klima nutzen. Hier ist es nämlich richtig, richtig schön. Wie so ein kleiner Wintergarten, könnte man sagen. Wir gehen weiter und schauen in den nächsten geschützten Raum. Der ist nämlich schon vorbereitet für die nächste Saison. Wir sind sozusagen auf Spurensuche. Ihr seht schon den ein oder anderen Maulwurfshügel, Katzentapsspuren sind dabei. Wir sind im Folientunnel und wir haben beide Folientunnel jetzt schon vorbereitet. Da ist ganz viel Pferdemist verteilt, da ist ganz viel gewässert, da kam auch der Gartenbodenaktivator mit dazu. Und nach ein paar Tagen ist hier die Oberfläche, ist der Mist eingefräst worden und sieht jetzt so aus. Jetzt passiert hier erstmal nichts mehr, außer dass wir weiterhin wässern. Denn in 2,5 Monaten ist es schon soweit. Wir werden nächstes Jahr sehr früh starten und hier im März dann die ersten Kohlpflanzen reinsetzen. Ihr kennt das ja von uns. Bei uns wird schon im Januar ausgesät und das ist ja gefühlt schon demnächst direkt. Also haben wir hier schon fleißig vorbereitet, damit wir nächstes Jahr auch direkt starten können. Und ich freue mich schon sehr auf das ganze Kohlgemüse, was hier dann eben wachsen kann. Im Garten, in der Landwirtschaft und auch in der kleinen Landwirtschaft sind Kreisläufe natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und ich habe euch eben erzählt, wir haben die Folientunnel schon mit Mist bestückt und da bin ich sehr happy, denn der Mist ist auch jetzt sehr autark in der Selbstversorgung entstanden. Die Mädels haben alles gegeben, die fressen schön Heu und geben uns dann eben den Mist, den wir ja zur Bodenverbesserung dann nutzen können. Und ihr seht schon, ich habe ein Kistchen in der Hand hier. Das heißt so Blätter außenrum von Salaten, die ich jetzt sowieso raussortiere. Oder Petersilie oder Fenchel, so verschiedene Sachen. Malve ist dabei. Petersilie, das kriegen die Pferde. Ich muss jetzt immer sortieren, was bekommen die Hühner, was bekommen die Pferde. Pferde dürfen ja auch nicht alles haben. Aber das freut mich sehr, weil gerade jetzt so im Winter, wo die Weide zu ist, kann ich den Pferden zusätzlich zum Heu noch ein abwechslungsreiches Frischfutter geben, eben auch Kräuter. Das heißt, die Heuraufe wird schon mal durchaus bunt dekoriert und das mache ich jetzt. Na, hallo Mia, hallo Lotti. Guck mal, was habe ich wieder dabei? Was hat sie heute dabei? Die Gemüsekiste für die Pferdchen. Ja, das werdet ihr ganz wild, ne? Hier, putsch. Ja, was hat sie alles dabei? Ja, was ist euer Lieblingsgemüse? Fenchel esst ihr gerne, ne? Und Petersilie. Ach, es ist herzlich. Ein paar Wurzeln, ein bisschen Salat. Klar, Pferde im Garten, Gemüsekiosk essen natürlich auch regelmäßig Gemüse. Und was geht als erstes weg? Petersilie und Fenchel, das sind, glaube ich, die Favoriten.
weg ist es. Wenn man Kreislaufwirtschaft betreiben möchte, dann gehören Tiere natürlich dazu. Das können Hühner sein, das können auch Schafe oder Kühe sein. Meine persönliche Nähe gilt jetzt eher den Pferden und da haben wir auch noch Pläne vor. Wir sind jetzt hier gerade in der Ausbildung und Pferde, ja, wer einmal Pferdemädchen ist, ist auch in der Zukunft Pferdemädchen. Ihr kennt das, wer weiß, wer von euch hat auch Pferde zu Hause stehen. Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist eine ganz andere Welt, da muss man sich auch erstmal reinfuchsen. Ja, es ist viel Verantwortung und die ersten Nächte habe ich kaum geschlafen, aber ich bin total glücklich, wenn ich morgens rauskomme und erstmal arbeiten kann, nach den Pferden, nach den Tieren gucken kann. Das tut mir gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Auch über euren Kommentar freuen wir uns sehr. Und zum Weiterschauen haben wir natürlich auch wieder was verlinkt. Hier oben findet ihr unsere ganzen kostenlosen Online-Kurse zum Gemüseanbau. Und hier unten haben wir unsere Playlist mit einigen Rezepten. Also, ich wünsche euch eine richtig schöne, kuschelige Zeit. Macht's euch bunt auch zu Hause und plant eure Gärten. Bis zum nächsten Mal, eure Jen.